Könnt ihr mich gut hören? Oh, es gibt hier ein Echo. Moment. Okay. Jetzt sollte es gehen. Andere sagt, ich kann nichts hören. Kannst du immer noch nichts hören? Könnt ihr jetzt etwas hören? Okay, also alles klar. Nia sagt endlich. Gut, super. Wenn ihr mich jetzt hören könnt, ist ja alles gut. Yeah, I was muted the whole time. That happens. Aber jetzt klappt alles. Okay, freut mich, dass ihr alle heute dabei seid. It's nice to have you all here today. Please let me know in the chat box where you are tuning in from. Woher kommt ihr oder wo wohnt ihr gerade? Hallo Asia, hallo Manasi, hallo Femi, hallo, hallo, hallo. Sehr schön. Woher kommt ihr denn oder wo wohnt ihr zurzeit? Where are you tuning in from? Where are you living at the moment? I'm just curious to know. Könnt mir mal gerne in der Chatbox Bescheid sagen. Und dann legen wir los. Also, woher kommt ihr? Ich schaue gleich nochmal in die Chatbox und schau mal. Amre sagt schon, ich komme aus Ägypten und wohne in Düsseldorf. Schön. Ich habe gesehen, in Deutschland hat es irgendwie die Tage geschneit. I've seen in Germany it snowed like today, somewhere in the north, like around Hamburg. Verrücktes Wetter, crazy weather. Asia sagt, ich komme aus der Türkei. Pangash sagt, ich komme aus Indien und wohne in Chandigarh. Hallo nach Chandigarh. Manasi, hallo nach Osnabrück. Million Euros sagt, ich komme aus Haiti, aber ich lebe in Dubai. Okay, super, schön. Ja, dann lass uns loslegen. Hallo Haley, schön, dass du auch da bist. Nice to have you here as well. Alright, let's get started. Und zwar sprechen wir heute über Verbkonjugation und zwar von wichtigen starken Verben. Okay, so today we're going to talk about verb conjugation, but this time about irregular or so-called strong verbs. Yeah, last week we've talked about the regular verbs. We talked about personal pronouns and really like broken down the patterns of conjugating regular verbs in the present tense. And today we're going to talk about about the strong verbs, which can be sometimes a little bit tricky because the verb stem changes and all of that, but we'll take it step by step, so don't worry, I'll break it down to you into very simple steps to follow. So before we get started with that, for those who don't know me, just a quick introduction. Wer bin ich eigentlich? Ich heiße Salome und ich bin Deutschlehrerin, so I'm Salome and I'm a German teacher. I was born and raised in a small village near Frankfurt, so my mother tongue is German. And I graduated from the DHBW University in Mannheim, and I started tutoring German to native speakers and also helped out my peers in uni with proofreading their thesis, because believe it or not, German is also difficult for native speakers sometimes. And then in 2016, I moved to Hong Kong and started teaching to non-native German speakers as well. I'm also certified by the Goethe Institution as a German teacher. And what's my mission? So my mission is to teach German to expats efficiently and effectively. And for that, I combine my years of teaching experience, but also my experience with learning languages myself. And altogether, I've created my own effective and efficient strategy to teach German. All right, so get ready. Macht euch bereit. Get ready for a value-packed session. You can grab a notebook and a pen, pour a tea, coffee, or water, and then put your phone or any other distractions away. So obviously, if you're watching on your phone, don't put your phone away. You'll need that. But if you're watching on desktop, put any other distractions away so you can really focus on this session today. So first of all, just a quick revision from what we have done last week. Last week, we've started like kind of talking about personal pronouns. And also for this session, I just quickly want to revise this part because it is important to understand since the verb patterns change according to the personal pronouns or according to the subject of that sentence, right? So was sind Personalpronomen? What are personal pronouns? In English, we have those as well. Those are words like I, you, he, she, and it. All right. So auf Deutsch ist es ich, du, er for he, sie for she, es
for it, wir for we, ihr for you guys. This is informal, all right? So if we're talking to a group of people, but informally, we can use ihr. And then sie for they. Sie with a capital S is the formal you. So in German, we differentiate between two kinds of you. We have the formal you and the informal you. The formal you is used for strangers or people that are older than us. And the informal you we can use with friends, family, or children. All right, that's just a quick overview. If you're not quite familiar with the personal pronouns yet, I definitely recommend checking out last week's lesson that's uploaded on YouTube, and you can go ahead and just rewatch that in case you feel like you need a bit more revision on the personal pronouns. Today we're going then to talk about the 10 most common irregular verbs. Okay, die 10 meistgenutzten unregelmäßigen oder starken Verben im Präsens, in the present tense. So that would be schlafen, essen, lesen, sprechen, treffen, fahren, nehmen, vergessen, mögen und sehen. All right, so we're going to take a look at the conjugation. Also, after each conjugation, there are going to be example sentences and some questions for you guys. All right, so nachdem wir die Verben konjugiert haben, gibt es Beispielsätze für euch. There will be example sentences and also questions, so definitely make sure you participate in the chat box and take part in the exercises as well. Also, we're going to have a quiz at the end of this lesson, so definitely make sure that you stick around until the end. And there's also going to be a free workbook for you guys, which is awesome, so you can kind of revise what we have done today. Okay, also Verbkonjugation im Präsens. This is something we've also taken a look last time. Basically, when we conjugate verbs, we need to adjust the ending to the subject or the personal pronoun, right? With irregular verbs, however, the verb stem also changes, usually for the second and the third person singular. Yeah, so for du and sie, we usually also have a verb stem change when it comes to those so-called strong verbs. So we'll take a look at that as well. So, dann fangen wir mal an mit schlafen. So how do we conjugate schlafen? As I mentioned, those are irregular verbs. So we do have a verb stem change here. The A changes to an A umlaut, or a so-called yeah, for the second and the third person singular. So it goes like this. Ich schlafe, du schläfst, sie, es schläft. And then for the plural forms, it becomes regular again. Wir schlafen, ihr schlaft, und sie schlafen. The verb endings are the same as for the regular verbs, all right? They don't change for the irregular ones. The pattern here stays the same as we learned last week. The only thing we really need to pay attention to is the second and the third person singular, because we do have the umlaut change, the vowel changes to an umlaut, okay? Schauen wir uns mal ein paar Beispiele an. So my biggest tip for learning verbs or vocabulary in general is to always learn them in context, all right? So you never want to just like study single words on its own, because it's very difficult to kind of memorize unless you enjoy vocabulary lists and so on. But if you want to make it a bit more interesting and easier to remember, I recommend to always put them in some sort of context, like writing them into sentences or phrases, things like that. So, welche Sätze können wir mit schlafen bilden? What can we do with schlafen? Uhr schlafen, right? To sleep at a certain time. Früh schlafen, to sleep early. Früh schlafen. Oder spät schlafen, to sleep late. Früh means early and then spät means late. Schauen wir uns mal ein paar Beispielsätze an. Let's take a look at some example sentences. Ich schlafe 10 Uhr. I sleep at 10 o'clock. That's a lie. I usually sleep later than that. But let's say ich schlafe 10 Uhr. Oder Erik schläft früh. Erik would be transferred to the third person singular, right? We can substitute that with also with he, and therefore we need to pay attention to the verb stem. It changes from a to Erik schläft früh. Und du?
Um wie viel Uhr schläfst du? Schreibt mir das gerne in die Chatbox. Um wie viel Uhr schläfst du? At what time do you go to sleep? Ich schlafe normalerweise um 11, 12 oder manchmal auch erst um 1. Also nicht so gut. Gestern Nacht bin ich um 1 schlafen gegangen. Ja. Und du, um wie viel Uhr schläfst du? Ihr könnt mir gerne mal in die Chatbox schreiben. You can go ahead and put your answers into the chat box so you can practice those verbs as well. Also es geht ganz einfach. Die Antwort könnte zum Beispiel heißen, ich schlafe um Uhr. Okay. Da bin ich ja mal gespannt auf eure Antworten. Oh, how do we say midnight? That's a good question. Midnight is Mitternacht. Okay, ich schreibe es in die Chatbox. Mitternacht. Das ist auch ganz schön spät, wie ich, Niki. And you're like me, also sleeping quite late. Okay, gut. Also ihr könnt ruhig noch eure Beispielsätze in die Chatbox schreiben. Ich gehe jetzt mal weiter zum nächsten Verb. Das nächste Verb ist auch ganz wichtig. Und zwar ist es das Verb essen. Essen, to eat. Ja, ganz, ganz wichtig. So here we also have a verb stem change. The E changes to an I. So it's conjugated as follow. Ich esse. Du isst. Er, sie, es isst. Wir essen. Ihr esst. Und sie essen. All right, so you see for the plural forms, it's conjugated regularly. Again, it's essen, esst, and again, essen for sie. Sometimes I see German learners get a bit confused for ihr. They will think it's also with an I, ihr isst, but das ist nicht richtig, okay? That's not correct. It's supposed to be ihr esst. So for the plural forms, you can really stick to the pattern that you have learned for the regular verbs. It only changes for the second and the third person singular. Okay, jetzt kommen eure Antworten erst rein. Ich glaube, ich muss ein bisschen länger warten, bis alle etwas in die Chatbox geschrieben haben. Praven sagt, ich schlafe um 11 Uhr. Femi schläft auch um 11 Uhr. Alan sagt, vielen Dank, Lehrerin Salome. Ja, kein Problem, sehr gerne. Schön, dass du da bist. It's nice to have you here. Manasi sagt, ich schlafe um 11 Uhr. Niki schläft um Mitternacht. Asia schläft um 10:30 Uhr oder um 10:30. Oder man kann auch sagen 22:30 Uhr, right? We can also say 22:30 Uhr for the official time. Alan sagt, ich schlafe um 11 Uhr. Und Shruti schläft um 11:30. Super, gut, alles klar. Dann schauen wir uns jetzt die Beispiele zum Verb essen an. Ja? Welche Sätze können wir mit essen bilden? Zum Beispiel etwas gern essen. To like eating something. Etwas gern essen. Oder etwas am liebsten essen. To like eating something best or to prefer eating something. Zum Beispiel, ich esse gern Salat. I like to eat salad, aber ich esse am liebsten Sushi. Okay, I like eating salad, but I prefer eating sushi. Aber means but, ja. Oder Sarah isst am liebsten Pizza. Sarah prefers eating pizza. So here again with Sarah, you need to pay attention when we substitute Sarah for a personal pronoun. It would be she, right? Also sie, which is the third person singular. And then for those, we need to adjust the verb stem from an E to an I. So it's Sarah isst with a double S, yeah? Not with one S. Also da müsst ihr aufpassen, dass ihr es richtig schreibt. If you write it with only one S, it would mean Sarah is
a pizza. So we don't want to say that. Sarah likes eating pizza. Okay, so here we really need to pay attention to the spelling. Genau. Und du? Was isst du gern? What do you like to eat? Und was isst du am liebsten? Was isst du gern und was isst du am liebsten? Schreibt es mir gerne in die Chatbox. Ich schreibe auch meinen Beispielsatz. Sushi war eigentlich gar nicht gelogen. So Sushi is actually not lied at all. I really like eating sushi. Was esse ich noch gerne? Ich esse gern Spaghetti. Ich esse gern Spaghetti und Eis esse ich am liebsten. Ich esse gern Spaghetti und Eis esse ich am liebsten. Husam sagt, ich esse gern Pasta. Ja, Pasta esse ich auch gern. Fun fact, I actually don't really like German food that much. Das ist ein bisschen komisch immer. If people ask me what's your favorite German dish and they're like kind of expecting me to give some recommendations, but most of the time I don't have any recommendations. Bis auf Spätzle maybe. Spätzle is actually quite yummy, those egg cheese noodles. Nikesh sagt, ich esse sehr gern Pizza. Ja, Pizza finde ich auch gut. Pizza mit oder ohne Ananas? With or without pineapple? That's another whole discussion, right? Whether the pineapple belongs on the pizza or not. Also ihr könnt mir gerne mal in die Chatbox schreiben, was ihr gerne esst. Also, guys, if you're watching the replay, definitely participate in the questions. Let me know also that you're watching the replay by saying replay in the comments. And go ahead and answer the questions as well, because I'll be keeping an eye on the comment section after this video goes up. So the whole lesson is going to be posted on YouTube. So if you're watching the replay, definitely let me know as well. And I'll respond to you as soon as I can. Femi sagt, ich esse gern Nudeln, aber ich esse am liebsten Sushi. Ah, noch jemand, der Sushi gerne liebt oder isst. Asya sagt, ich esse gern Pizza und Kebab esse ich am liebsten. Ja, Döner oder Kebab ist sehr, sehr lecker. Praven sagt, ich esse gern Hühnchencurry, aber am liebsten esse ich vegetarischen Burger. Alan sagt, ich trinke gern Bier. Okay. Manasi, ich esse gern Chinesisch, aber ich esse am liebsten Salat. Lucia sagt, ohne Ananas. Ja, okay, gut. Alles klar. Gut, so, dann lasst uns zum nächsten Verb gehen. Das nächste Verb ist das Verb lesen. Lesen ist auch unregelmäßig. Ja? So, to read, lesen means to read. That's irregular as well. Here the E changes to an IE. All right? Und dann wird es wie folgt konjugiert. My dogs are saying hi to the neighbors. You can just ignore them. Wir machen einfach mal weiter. Also, ich lese. Du liest. Er, sie, es liest. Wir lesen. Ihr lest. Und sie lesen. Yeah, here you can see again for the plural forms, it stays the same. The verb stem stays the same. We only change it for the second and the third person singular. So by now this pattern should be looking quite familiar, oder? Ja, Alan, das sind meine 2 Hunde. Ich habe nicht nur einen Hund, ich habe sogar 2 Hunde. Und die sagen immer meinen Nachbarn Hallo. They always greet my neighbors. When my neighbors are running around outside, my dogs feel like they have to say hi. Okay, so welche Beispiele können wir mit Lesen machen? Ein Buch lesen, to read a book. Oder eine Zeitschrift lesen, to read a magazine. Ja, die Zeitung lesen, to read the newspaper. Die Zeitschrift ist the magazine and die Zeitung ist the newspaper. Ja? Zum Beispiel, ich lese viele Bücher. I read a lot of books. Oder mein Vater liest jeden Morgen die Zeitung.
My dad reads the newspaper every morning. So mein Vater is also the third person singular, right? And therefore we need to change or adjust the verb stem accordingly. Jeden Morgen bedeutet every morning, and the newspaper is die Zeitung. Und du, liest du die Zeitung oder liest du Bücher? Die Bücher, by the way, is the plural form of das Buch. Ja, ich schreibe es mal ganz kurz in die Chatbox. Das Buch und die Bücher are the book or the books. Genau. Also, schreibt mir gerne in die Chatbox, lest ihr gerne Bücher oder lieber die Zeitung oder gar nichts, nothing of that, only social media. Oder vielleicht Audiobücher. Hört ihr lieber Audiobücher? Do you like listening to audiobooks instead? In the second person singular, Alan, ich schaue gerade mal deine Frage an, why there's additional I in second person singular, I thought only ST. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Meinst du in der Tabelle vorhin? Nee, in der Tabelle ist es auch richtig von vorhin. Ist alles soweit in Ordnung. Maybe you can rephrase your question one more time so I understand what you're trying to ask. Why there is additional I in second person singular. We have an IE in the second person singular. Du liest. Okay. Gut. Also, Nikesh sagt, meistens lese ich Zeitung. Okay, oder oft lese ich Zeitung. Lucia sagt, ich lese gern Bücher. Gut. Ich höre ja tatsächlich am liebsten Audiobücher oder Lesebücher. Ich lese fast nie die Zeitung, muss ich ehrlich sagen. Ich lese fast nie die Zeitung und Zeitschriften habe ich auch noch nie wirklich gelesen. Okay, gut. Praveen sagt, ich lese sehr gerne Comics. Stimmt, Comics kann man auch lesen. Gut, alles klar. Schauen wir uns das nächste Verb an, sprechen. Sprechen means to speak, yeah? It's also irregular. In terms of the verb stem, changes from E to I. Also, ich spreche, du sprichst, er, sie, es spricht, wir sprechen, ihr sprecht und sie sprechen. Here, sometimes it often gets a bit difficult with the pronunciation because after the sh sound, it's immediately followed by an ST sound. Sprichst. Ja, das könnt ihr mal zusammen üben. We can practice this together. Sprichst. St. Ja, so we go from sh to an st sound. Nicht so einfach. Du sprichst. Du sprichst. Okay. Welche Sätze können wir mit sprechen bilden? Deutsch sprechen, to speak German. Oder mehrere Sprachen sprechen. Mehrere Sprachen sprechen, to speak multiple languages. Mehrere Sprachen sprechen. Zum Beispiel, Bernd spricht ein bisschen Deutsch. Bernd spricht ein bisschen Deutsch. Bernd speaks a bit German. Simona spricht mehrere Sprachen. Mehrere Sprachen. Simona speaks multiple languages. Und du? Welche Sprachen sprichst du? Welche Sprachen sprichst du? Which languages do you speak? Ich spreche auch mehrere Sprachen. Ich spreche Deutsch. Deutsch ist meine Muttersprache, so German is my mother tongue. Ich spreche auch Englisch, Kantonesisch, Mandarin und ein bisschen Französisch. Und ihr? Ich schaue gerade in die Chatbox. Nur Nikesh sagt, ich spreche ein bisschen Deutsch.
Und die anderen sprechen doch auch ein bisschen Deutsch, oder nicht? How about the others? Ihr sprecht doch bestimmt auch Deutsch und andere Sprachen. Also ich bin gespannt. Ich schreibe mal meinen Beispielsatz in die Chatbox. Ich spreche Deutsch, Englisch, Kantonesisch, Mandarin und ein bisschen Französisch. Ich finde, Sprachenlernen ist ein sehr schönes Hobby. Ich spreche Deutsch, Englisch, Kantonesisch, Mandarin und ein bisschen Französisch. Muhammad sagt, ich spreche Deutsch, Persisch, Englisch, Türkisch und Urdu. Also du sprichst auch mehrere Sprachen. Bemi sagt, ich spreche Indonesisch, Englisch und ein bisschen Deutsch. Wunderbar. Schön. Super, das freut mich. So, dann schauen wir uns das nächste Verb an. Nikesh sagt, Marathi ist meine Muttersprache, aber ich kann Englisch und Hindi auch sprechen. Remember when we're using modal verbs, the second verb, also sprechen, goes all the way to the end of the sentence and it's not conjugated. Also es sollte heißen, aber ich kann auch Englisch und Hindi sprechen. Wait, let me put this in the chat. So the second verb is not conjugated, yeah, because we only conjugate the modal verb in this case. Aber ich kann auch Englisch und Hindi sprechen. So ist es richtig. Ja, Niki, Französisch ist French. Exactly. Gerta sagt, ich spreche Albanisch, Englisch und ein bisschen Deutsch. Praveen spricht auch ein bisschen Deutsch. Lucia sagt, ich spreche Englisch, ein bisschen Deutsch und Spanisch. Meine Muttersprache ist Italienisch. Wunderbar. Manasi sagt, ich spreche Englisch, Hindi und ich lerne Deutsch. Und Shruti spricht Hindi, Englisch und ein bisschen Deutsch. Wunderbar. Okay, super. Alles klar. On to the next one. Nächstes Verb. Das Verb fahren ist auch ganz wichtig, right? Fahren, to drive. Also das konjugieren wir wie folgt. Ich fahre, du fährst, er, sie, es fährt, wir fahren, ihr fahrt und sie fahren. So hier müssen wir auch aufpassen. We need to pay attention to the R. It changes to an R Umlaut for the second and the third person singular. So it's du fährst und er, sie, es fährt. Okay? Schauen wir uns mal ein paar Beispiele an. Also man kann zu einer Stadt fahren oder mit etwas fahren, fahren mit. Zum Beispiel, wir fahren nach Berlin. We are driving to Berlin. So for nach, for city names, we always use nach as a preposition when we're driving to that place, okay? Wir fahren nach Berlin oder nach Hamburg oder nach Frankfurt. Any kind of city names, we would use nach as the preposition, okay? Ich fahre mit dem Auto zur Arbeit. I drive by car to work. So here with mit, we need to pay attention to the case of the noun that follows mit. It always has to be in the dative case. Okay, so das Auto changes to dem Auto. Ich fahre mit dem Auto. Falls du Dativ noch nicht gemacht hast, in case you haven't heard about the cases, no worries. The further you proceed with your German learning, the sooner you will get to know the case system. For now, we can just accept it as it is. There are some examples at the bottom of this slide. Ich möchte gern wissen, wie fährst du zur Arbeit? Die Arbeit is the work. Yeah, so how do you get to work? Wie fährst du zur Arbeit? Fährst du mit dem Bus? Do you go by bus? Fährst du mit dem Auto? Do you go by car? Fährst du mit dem Fahrrad?
you go by bicycle. Oder zu Fuß would be the exception here. Okay, zu Fuß is by foot. So in this case, we don't need the preposition mit. Wir sagen nicht, ich gehe mit Fuß. Ich gehe zu Fuß. Genau. Also, wie kommt ihr zur Arbeit? How do you get to work? Ich arbeite von zu Hause, deshalb fahre ich weder mit dem Bus noch mit dem Auto. Wie sieht das bei euch aus? Is nach only used in driving to a certain place? No, nach is used, so when it comes to like preposition of location or direction, nach is used for city names, country names, and your home. Okay, so ich sage, ich fahre nach Berlin, ich fliege nach Deutschland zum Beispiel, ich fahre nach Berlin, ich fliege nach Deutschland, und ich gehe nach Hause. Okay, I go home. Ich gehe nach Hause. I go home. So in those cases we would use nach. Femi sagt, ich fahre mit dem Motorrad. Wow, okay, sehr sportlich unterwegs. Und die anderen, wie kommt ihr auf die Arbeit? Wie kommt ihr zur Arbeit? Praveen sagt, ich fahre mit der Straßenbahn. Straßenbahn ist die Straßenbahn, right? So in the dative case, it would change to mit der Straßenbahn. Und dem Bus zur Arbeit. Okay, das heißt, du musst umsteigen. You need to change means of transport, right? Du musst umsteigen, also transfer mit der Straßenbahn. Genau, ich fahre mit der Straßenbahn. Gut, alles klar, super. So, dann geht es weiter mit dem nächsten Verb. Nehmen. Nehmen is to take. Hier müssen wir auf zwei Sachen aufpassen. Here we need to consider a couple of things. So the verb stem does changes quite drastically compared to the other ones that we have done so far. Und zwar wird das EH quasi ersetzt durch IM, ja? In the second, also in der zweiten und dritten Person Singular, in the second and the third person Singular. So it's conjugated as follow. Ich nehme. Du nimmst. Er, sie, es nimmt. Wir nehmen. Ihr nehmt. Und sie nehmen. Right? So you can see for the second and the third person singular, du nimmst and er, sie, es nimmt, that does look quite different from the original infinitive form. Okay, so here we need to pay special attention. So, wie können wir das im Kontext lernen? How can we learn this in context? Zum Beispiel, einen Kaffee nehmen, to take a coffee. Oder die Kreditkarte nehmen, to take the credit card. Zum Beispiel, so if you're at a cafe and you want to order, you can say, ich nehme einen Kaffee bitte. Oder ich nehme einen Tee bitte, einen Cappuccino. And then when it comes to paying, if you want to pay with credit card, you can ask, nehmen Sie auch Kreditkarte? Nehmen Sie auch Kreditkarte? Right, das sind ein paar nützliche Sätze, a few useful phrases that you can use in your daily life. Als nächstes kommt das Verb vergessen. Vergessen ist ein bisschen einfacher, da wird das E nur zum I. So for vergessen, we only have a verb stem change in terms of the E changes to an I for the second and the third person singular. So it's, oh, ich bin auf der falschen Folie. Einen Moment. Here we go. Ich vergesse, du vergisst, er, sie, es vergisst, wir vergessen, ihr vergesst und sie vergessen. Okay, so you can see here again for the second and the third person singular, the E changes to an I.
Zum Beispiel die Hausaufgaben vergessen. Oh. To forget the homework. Ja, die Hausaufgaben vergessen. Oder den Geburtstag vergessen. Oh, Moment. Ich glaube, ich bin auf der falschen Folie. Oh, nee. Schauen wir noch mal ganz kurz. There we go. Also die Hausaufgaben vergessen ist to forget the homework oder den Geburtstag vergessen, to forget the birthday. Ja, zum Beispiel, Peter vergisst die Hausaufgaben. Peter forgets the homework. Oder wir vergessen jedes Jahr Erics Geburtstag. Poor Eric. We forget Eric's birthday every year. Jedes Jahr. Was vergisst du oft? What do you often forget? Zum Beispiel, ich vergesse meinen Schlüssel. My keys. But this actually happened to me yesterday. When I went out with my dogs for a walk, I forgot my keys. That was a very uncomfortable experience and situation. But then it got solved. So, also vergessen. Was vergisst du oft? What do you often forget? Ich vergesse oft. Ich hoffe, ihr vergesst nie eure Hausaufgaben. Hopefully you never forget your German homework. Sagt mir mal gerne in der Chatbox Bescheid. Also zum Beispiel, ich vergesse oft meinen Schlüssel. My keys. Genau, meinen Schlüssel. Ich vergesse oft meinen Schlüssel. Sing sagt, ich vergesse mein Handy. Ich vergesse mein Handy zu Hause. Annie hat ihren heutigen Termin vergessen. Gut. Ich vergesse oft meinen Namen. Oh, hoffentlich nicht. Robin, hoffentlich vergisst du nicht deinen Namen. Das wäre ja traurig. Juni, ich vergesse oft Vitamine zu nehmen. Gut. Ja, die vergesse ich auch oft. I often forget my vitamins as well, even though they're right next to my desk. Farah sagt, ich vergesse oft mein Handy. Wirklich, ich bin überrascht, dass so viele ihr Handy vergessen. I'm surprised that so many of you are forgetting your cell phone. For me, when I go out of the house, it's like my cell phone is glued to my hand. Lucia sagt auch, ich vergesse oft mein Handy. Interessant. Ich vergesse fast nie mein Handy, aber ich vergesse oft meinen Schlüssel. Okay, so das nächste Verb, treffen. To meet, ja? Das konjugieren wir wie folgt. We conjugate it as follow. Ich treffe. Du triffst. Er, sie, es trifft. Wir treffen. Ihr trefft. Und sie treffen. So again, here the E changes to an I. So, sich treffen gibt es auch als in der reflexiven Form. So treffen can also be reflexive. The difference here with treffen as non-reflexive is that in the reflexive form, it means that we're meeting someone on purpose. So we had made a date, set a time, all of that, a location. And without the reflexive form, if it's just treffen, it means that we're meeting someone by coincidence, all right? We're bumping into someone. Zum Beispiel, ich treffe mich mit Freunden. I am meeting with friends. So in the first sentence, you can see treffen is reflexive. Ich treffe mich mit Freunden. And in that case, it means I've set a date with my friends. We're meeting. It was planned. All right, it's on purpose. The second example, Lena trifft zufällig ihre Nachbarn. Lena meets her neighbor, or her neighbor, yeah, by coincidence, zufällig.
So this is by coincidence, all right? This is not planned. She hasn't planned meeting her neighbor. She just bumped into her, okay? Meine Frage an euch ist jetzt, wie oft triffst du dich mit Freunden? Wie oft triffst du dich mit Freunden? How often do you meet with friends? Wie oft triffst du dich mit Freunden? Oh, Miet sagt, du triffst, it's supposed to be mich. Okay, after treffen, da brauchen wir den Akkusativ. Du triffst mich. Muss es heißen. Okay, also wie oft trefft ihr euch mit Freunden? How often do you meet with friends? Einmal die Woche, once per week. Oder jeden Tag, every day. Wie oft trefft ihr euch mit Freunden? Das interessiert mich. Also, ich bin gespannt. Dodona sagt, ich werde dich heute um 13 Uhr vor dem Supermarkt treffen. Wir treffen uns dann am Bahnhof. Ja, gut. Sehr schönes Beispiel. Sehr gut. Alles klar. So if you are still a bit confused about reflexive pronouns and what that's supposed to mean, das sich treffen und ich treffe mich and so on, or you're just generally struggling with speaking in German and putting basic sentences together, you should definitely check out my signature online course for beginners, which is called the German Fluency Program for beginners, all right? So we still have a few verbs to go, so don't go anywhere. And we also have the quiz at the end of the lesson and also your free workbook. But since I get this asked all the time, I just quickly want to go through that because many of you have asked me, okay, when are you launching your beginners program again? And finally, I'm accepting new enrollments for the German Fluency program. And I just quickly want to go through for who this program is because it's not for everyone, right? It's for you if you are relocating to Germany, Switzerland, or Austria, and you want to fully integrate into your new home. Or you are living in one of the DACH countries already, and you are done with struggling to speak German. You need a proven roadmap to get there, and you want to learn smarter, not harder. You want to have better job opportunities or higher chances of being accepted by universities. You feel overwhelmed by the grammar's complexity, but you're ready to put in the hours that are required to learn, but without using boring textbooks. Or you are ready to take learning German seriously and you want to build a lasting connection with the DACH countries. So if any of these points sound like you, then you're invited to apply at the link that's here on the screen, which is speakfluentgerman.com/apply. I only have a few slots available for a discovery call, and when you feel like, okay, you need a bit more help with your German language journey and you're at a beginner stage, then you're invited to apply for that. As I mentioned before, the German Fluency Program is not for everyone. So it's not for you if you have already accomplished a solid A2 level of proficiency in German, all right? So if you're at a B1, B2, C1 level, then the program is not ideal for you. It's also not for you if you think learning German is a nice to have and not an essential skill for life in the DACH countries. And it's also not for you if you're happy staying in your own bubble and don't really want to build a lasting connection in the country. It's totally fine. Everyone can, do whatever they like. But in that case, the German Fluency Program is also not a good fit for you. It's also not a good fit for you if you think you can increase your job opportunities with English alone. I actually read an article the other day saying that 93% of the companies in Germany actually require you to speak German at least at a B1 level. And there's only a very small percentage of companies that do accept English only. So you'll definitely have better opportunities if you know, or if you are at a conversational level of German. The German Fluency Program is also not for you if you don't have the time or the motivation to learn a language.
you think you can only make progress with a one-on-one tutor, and my students inside the program can tell you that this is definitely not the case. If anything, it's actually the opposite, because the group dynamic helps you to progress even faster. And it's also not for you if you think you can learn all you need from free apps and YouTube, right? So YouTube is a great place to get started, especially with live workshops like these. But if you're serious about mastering German, you need to realize that you only learn a tiny fraction of what you actually need on YouTube. So if you are serious about leveling up your German language skills, I invite you to apply for my Fluency program for beginners. Just simply go to speakfluentgerman.com/apply and fill out the form. It takes like 2 minutes to fill out the form, and then I will get back to you and let you know if your application is confirmed. Okay, sehr schön. Also dann weiter im Text. Let's move on to the next verb, mögen. Mögen means to like, and mögen is completely irregular in the singular form. Yeah, so you can see the Ö is not changing to an O, it's changing to an A. And we also don't have the I ending for ich. So it's conjugated as follow. Ich mag. Du magst. Er, sie, es mag. Wir mögen. Ihr mögt und sie mögen. So you can see again for the plural form, it stays the same, but then for the singular form, we really need to pay attention to change the verb stem correctly. Ich mag, du magst und er, sie, es mag. Zum Beispiel, etwas mögen oder nicht mögen, to like or not like something. Petra mag Kevin, ja? Oder wir mögen deutsches Essen. We like German food, for example. So, jetzt ist meine Frage, magst du deutsches Essen? Do you like German food? I already mentioned earlier, I don't actually like German food. Ich mag deutsches Essen eigentlich nicht so gerne, bis auf ein paar Gerichte, with an exception of like just a few dishes that are okay. But I prefer other foods. Ich mag italienisches Essen, japanisches Essen, thailändisches Essen ist auch sehr lecker. Wie sieht's mit dir aus? How about you? Magst du deutsches Essen? Könnt mir mal gerne in die Chatbox schreiben. Nitika, okay. I really like your videos and would like to learn to be fluent with you. Das klingt doch gut. In that case, you can go ahead and apply for the program. I'll just quickly put the link into the chat box so you can just copy paste that. And then for the others, I would like to know, magst du deutsches Essen, or have you ever tried before? Ich mag indisches Essen, sagt Sing. Sehr gut. Ich mag indisches Essen auch. Schmeckt sehr lecker. Es gibt ja vieles Verschiedenes. Pravin sagt, ich mag deutsches Essen. Okay, gut. Hast du ein Lieblingsgericht? Do you have a favorite dish? Das würde mich mal interessieren. Okay, Sing sagt wieder, ich mag indisches Essen. Okay, wir haben es verstanden. I think we got the point. Okay, gut, alles klar. Also wie gesagt, deutsches Essen ist so. Nicht mein Lieblingsessen, aber ich kann es essen. Okay, dann das nächste Verb, sehen. Sehen ist auch unregelmäßig oder ein starkes Verb. Ja, sehen is also a strong verb. It's conjugated as follow. Ich sehe, du siehst, er, sie, es sieht, wir sehen, ihr seht und sie sehen. All right, so I see, you see, he, she, it sees, and so on. And then for the second and the third person singular, you see the E changes to an IE. Zum Beispiel, ich sehe etwas, also etwas sehen, to see something, oder einen Film sehen, to watch a movie. Ich sehe einen Film. I watch a movie. Oder siehst du die Lichter dort? Do you see the lights over there? Siehst du die Lichter dort? Was siehst du?
What do you see right at this moment? Was siehst du? Ich sehe viele Dinge. Ich sehe hier mein Handy. Ich sehe mein Mikrofon, meine Tastatur. Welche Dinge siehst du? Which things do you see? Pravin sagt Currywurst. Okay, gut. Lucia sagt, ich mag deutsches Essen nicht, aber ich mag deutsches Bier. Okay. Dodona sagt, ich mag mein Heimatland essen. Ich habe noch nicht deutsches Essen probiert. Not yet. Yeah, maybe one day you will try German food. Also, welche Dinge seht ihr auf eurem Tisch oder wo auch immer ihr seid? Was seht ihr? Was siehst du? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Siehst du? Ich schreibe es mal in die Chatbox. Also, again, if you're catching the replay and you're still watching, thank you so much. And definitely participate in those exercises and in those questions. You can always comment your example sentences in the comment section. And then I will check them these few days as well. Lucia sagt, ich sehe mein Handy und mein PC. Gut. Okay, sehr schön. Dann geht's weiter. Also, are you ready for a quiz? Bist du bereit für ein Quiz? Dann können wir euer Wissen mal testen. We can go ahead and test your knowledge, and also if you have paid attention for the past 50 minutes. So how this is going to work is you'll see the sentence and the exercise. And then I only want you to drop into the chat box either A, B, or C, all right? You don't have to put the entire verb or sentence, otherwise it's going to take too long. Also ihr braucht nicht den ganzen Satz zu schreiben. You can just simply put A, B, or C according to the answer that you want to choose, okay? Also, das erste Verb ist fahren. Maria, ... mit dem Fahrrad. How do we say Maria goes by bicycle? Ist es Maria fährt, Maria fährst oder Maria fahren? Ist es A, B oder C? Lasst es mich in der Chatbox wissen. Femi sagt A, Maria fährt mit dem Fahrrad, genau. Tudona sagt auch fährt. Praveen sagt A, genau, das ist richtig, super. Korrekt, also Maria fährt mit dem Fahrrad. Okay, sehr gut. So, das nächste. Treffen. Wann, ... treffen. Oh, jetzt habe ich es verraten. Hoffentlich hat das niemand gehört. Aber ihr seht ja noch gar nicht die Folie. Also wir können da mal ganz kurz hinschauen. Ich habe es vorhin einfach auch rausgeplaudert. Also sagen wir, wann treffen wir uns, wann triffst wir uns oder wann treffen wir uns? Was ist hier richtig? When we want to say, when are we meeting? Was ist hier korrekt? Ihr könnt auch ruhig schreiben, ob es also mit der Aufgabe davor 2a, 2b oder 2c. Oh, hallo Catalina, schön dich hier zu sehen. Das freut mich aber, lange nicht mehr gesprochen. Catalina is an old student of mine. So nice to see you here. Treffen, genau. Viele von euch sagen, das ist richtig. Also, wann treffen wir uns? Das ist korrekt. So, when are we meeting ist, wann treffen wir uns? Super. Dann geht's weiter. Was du? Okay, und dieses Mal ist das Verb nehmen. The verb is nehmen. When I want to say, what do you take? Should it be A, B oder C? Was ist hier richtig? If I want to say, what do you take? Ich
Bin gespannt auf eure Antworten. Oh, das freut mich. Katharina sagt, ich habe dich sehr vermisst. Ich hoffe, dir geht's gut. Du kannst mir ja mal auf Instagram schreiben. Mich würde es interessieren, wie es dir jetzt geht. Femi sagt, nimmst. Praven sagt, A, richtig. Genau, A ist korrekt. Super. Also, die richtige Antwort ist, was nimmst du? What do you take? Was nimmst du? Okay, super. Dann das nächste. Ihr blank heute um 8 Uhr. Und das Verb ist schlafen. Okay. You sleep at 8 o'clock. Es dauert immer ein bisschen, bis die Folie gewechselt ist. Also ihr you sleep at 8 o'clock. Was ist hier richtig? Schläft, schlaft oder schlafen? You guys sleep at 8 o'clock today. Femi sagt, schlaft, genau. Richtig. Ihr schlaft heute um 8 Uhr. Das ist korrekt. Super. Gut, dann geht's weiter. Blank, du gern Tomaten. Do you like eating tomatoes? How can we ask someone if they like eating tomatoes? Was ist hier richtig? Ist es 5a, 5b oder 5c? Femi sagt ist. Femi, du bist immer so schnell und fix. Das ist ja wunderbar. You're always so fast with your answers. Great. Good job. Genau. Isst du gern Tomaten? Das ist hier richtig. Do you like eating tomatoes? Isst du gern Tomaten? Gut, wunderbar. Also, get ready for a Q&A. So if you have any questions, you can think about your questions. Falls ihr jetzt noch Fragen an mich habt, könnt ihr die gerne stellen. To everyone who is still here, thank you so much for joining the lesson. I appreciate you all and your time for hanging out with me. And as promised, you will also get your free workbook now. There's a free workbook that goes with this lesson. Let me just quickly grab this for you, and then I can go ahead and send it through the chat box. It's on my website, and it has all of the verbs that we've talked about today with the example sentences. Okay, also mit den Beispielen, also with the quiz that we did. Everything is in the workbook. So if you want to go ahead and revise this topic one more time on your own, then definitely go ahead and download your free workbook. So again, thank you so much for joining me today and for hanging out with me. I still have a couple of minutes before I have to hop off here. So if you have any questions that you want to ask, let me know in the chat box. Falls ihr mich irgendwas noch fragen wollt, könnt ihr mir gerne in der Chatbox noch eure Fragen stellen. Also, don't forget to follow me across platforms on Instagram, YouTube, and Facebook. I also have a Facebook account if anyone is using Facebook. On Instagram, I post daily fun reels and also posts about common phrases, German idioms. What else do I post? Common mistakes, things that you need for daily life. And then on YouTube, I'm going live again. There's going to be another live lesson next week, same time. And next week, we're going to talk about weird verbs. Okay, nächste Woche sprechen wir über verwirrende Verben, confusing verbs. Und zwar Verben wie zum Beispiel bezahlen, zahlen oder benutzen, nutzen, verwenden.
Was haben wir noch? Beherrschen, herrschen, all of these verbs we're going to discuss next week. So if this is something you would like to demystify together with me and get clarity on when to use these verbs, so when to use benutzen, when to use nutzen, when to use schließen, verschließen, zuschließen, abschließen, all of these, all right? And make sure that you subscribe to my YouTube channel so that you don't miss it. And I also upload a new video every single Tuesday. So there's a new lesson every single Tuesday on YouTube as well. We talk about pronunciation, German idioms. What else do we talk about? How to learn German more effectively and efficiently, how to study vocabulary, all these things. So definitely make sure that you hit the subscribe button as well. Und dann würde ich sagen, belassen wir es heute hierbei. Once again, thank you so much for joining me today. I really appreciate your time and hope to see you next time. Macht's gut, bis dann, tschüss. Okay.